Hast du dich schon mal gefragt, was nach dem Tod genau passiert? In diesem Video wirst du erfahren, was dich erwartet. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und wie du vielleicht weißt, gehe ich in erweiterte Bewusstseinszustände und schreibe aus diesem Zustand heraus das Buch Das große Mysterium. Und ich bekomme sehr, sehr präzise und sehr, sehr gute Antworten. Und es gibt natürlich eine Frage, die jeden auf der Zunge brennt, fast jeden, und zwar, was kommt nach dem Tod? Was passiert da genau? Ja, und mir brennt diese Frage seit meiner Kindheit auf der Zunge und ich habe mal drüber gefragt. Ich will gar nicht um den heißen Brei reden, lass uns direkt in die Antwort tauchen. Ich habe gefragt, lieber Gott, ich habe eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Gibt es den Tod? Und was genau kommt nach dem Tod? Diese Frage brennt mir sehr, sehr lange auf der Zunge. Antwort auf folgende. Dies ist mit Abstand eines der meistgestellten Fragen. Und die Antwort ist mit Abstand eines der interessantesten Antworten. So, das Video ist zu Ende. Spaß. Erstmal musst du das Konzept vom Leben und vom Tod genauer verstehen, bevor wir in die Tiefe der Frage eintauchen können. Das Leben sowie der Tod existieren beide in einer Co-Abhängigkeit zueinander. Aber dies nur aus einem Blickwinkel. Aus einem anderen Blickwinkel sieht die ganze Sache doch ganz anders aus. Aus eurer Perspektive stirbt jemand und verlässt eure Dimension. Was danach geschieht, basiert auf eurem Glauben. Und wie es dem Hinterbliebenen geht, basiert auch auf seinen eigenen Glauben. Ich betone das, denn der Glauben spielt beim Übergang in das Himmelreich eine sehr große Rolle. Und tatsächlich können wir auch ein eigenes Buch über das Leben nach dem Leben schreiben. Vielleicht tun wir es auch. Der Titel wäre schon fertig. Kommen wir zur nächsten Perspektive. Eure Seele hat entschieden, sich aus dem Spiel auszulocken, da sie die Erfahrung, die sie gewählt hat, vollendet hat und keine Lust mehr empfindet, weiter eingeloggt im Spiel zu bleiben. Sie lockt sich einfach aus, macht sozusagen ihren Exit und durchläuft dann einen Prozess der Erinnerung, damit die erschaffene Individualität, die du jetzt bist, zum Beispiel bist, dort abgeholt wird, wo sie gerade steht und Schritt für Schritt durch Wahrheiten sich zurück zu dir, also zu deiner wahren Selbst, zu deiner Seele entwickelt bzw. sich erinnert. Ich hoffe, du hast es verstanden. Wenn dies geschieht, macht die Seele eine Realisation und ihr werdet eins. Dann ist das Bewusstsein deiner erschaffenen Individualität eins geworden mit dem Seelenkollektiv deiner Seele und deine Seele fühlt sich sozusagen um ein Jahr älter und reifer. Das ein Jahr ist es nur als bei Analogie gemeint. Ne? Wie das Konzept dahinter genau funktioniert, werden wir tatsächlich im eigenen Buch behandeln. Wow, was für eine unglaubliche Antwort. Ich liebe sie. Könntest du mir mehr über das Leben zwischen dem Leben erzählen? Spannend, was jetzt gleich kommt. Aber bevor wir da eintauchen, falls du selber eine Frage hast, eine Frage an das Mysterium, an Gott, an die Quelle, stell sie unten in den Kommentaren, geh die Fragen der anderen durch, like diese. Und wenn eine Frage viele Likes hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mir diese Frage rauspicke für ein eigenes Video, wo ich diese Quelle befrage. Und ich bin gespannt, was da für eine Antwort kommt. Ebenso möchte ich noch verkünden, dass jetzt die App draußen ist, das ist der Brainwave 3D Shop, wo alle Meditationen, Hypnosen und so weiter drauf sind, ist jetzt in einer App verfügbar, wo du alles
einen kleinen Beitrag im Monat einfach hören kannst und kompakt im Handy mit hast. Ja. Freu dich drauf und wenn das Video bis jetzt gefällt, wenn die Antworten dir gefallen, dann lass mir ein Like da, abonniere diesen Kanal und teile das Video an deine Freunde und lass uns direkt in die nächste Frage eintauchen. Ich habe gefragt, könntest du mal mehr über das Leben zwischen den Leben erzählen? Wenn deine Seele sich aus dem Spiel ausloggt, also die Individualität, sprich das menschliche Ich-Bewusstsein, dann geschieht unweigerlich dieser Rückerinnerungs- bzw. Verschmelzungsprozess. Ein anderer Teil des Bewusstseins wird jedoch nicht mit der Seele verschmelzen, sondern als eigene Individualität und eigenes Bewusstsein weiter existieren und ihren eigenen Weg gehen und sich selbst zu einer anderen Großartigkeit entwickeln. Sie geht sozusagen ihren eigenen Weg, ganz nach dem Motto deiner eigenen Kinder. Du hast sie erschaffen, du hast sie erzogen und nun leben sie ihr eigenes Leben und gehen ihren eigenen Weg. Du bist jedoch immer für sie da und begleitest sie in guten wie in schlechten Zeiten, was Eltern halt so tun. Was sie genau erlebt nach dem Tod, basiert als erstes auf ihrem Glauben. Denn wenn der Glaube bzw. das Weltbild zu schnell sich verändert, dann kommt die Individualität schnell zu einem Art Paralysezustand und es ist nicht so einfach, da wieder herauszukommen. Deswegen gibt es das Jenseits. Dies ist ein Ort, wo man Schritt für Schritt auf Basis seines eigenen Weltbildes, seines Glaubens abgeholt wird und dann in höhere Wahrheiten eingeführt wird. Viele Seelen nutzen diese Ebene, um direkt mit der Individualität die nächsten Spiele zu spielen und vollziehen diesen Rückerinnerungs- bzw. Verschmelzungsprozess erst dann, wenn ein gewisses Bild fertig ist. Mehr dazu werden wir im eigenen Buch behandeln. Beziehungsweise im Buch behandeln. Wow, sehr spannend, was du da erzählst. Wie nimmst du das ganze Spiel zwischen Leben und Tod aus deiner Perspektive wahr? Und die Antwort, die ist auch ziemlich interessant. Wenn dir das bis jetzt gefallen hat, lass mir ein Like da und abonniere diesen Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Also aus meiner Perspektive sieht die ganze Sache doch ganz anders aus als bei euch. Alles wirkt wie eine Landkarte. Jedes Ereignis ist bereits geschehen. Der Übergang zwischen Leben und Tod ist für mich der Übergang von verschiedenen Farben auf einem wunderschönen Gemälde. Ich kann in das Bild blicken und mit ihm verschmelzen. Ich kann mit dem Bild eins werden. Dann lande ich in der Erfahrung dessen und bin nun genau dadurch zu dir vorgedrungen. Erlebe mich aus meiner Perspektive und gleichzeitig erlebe ich mich durch dich, der mit sich selbst denkt und mit sich selbst spricht und sich selbst die Antworten auf die eigenen Fragen gibt. Von der Vergangenheit in die Zukunft oder genau gesagt von der Zukunft in die Vergangenheit oder vom Stillstand in die Zeit. Vom Stillstand der Zeit in die Zeit oder von meinem Sein in dein Sein. Somit ist alles Sein nur anders. Geiler Satz. Somit ist alles Sein nur anders. Es ist das Leben und der Tod, also so ist das Leben und der Tod der Wechsel von einem Seinszustand in einen anderen Seinszustand. Dies sagt einiges über das Leben aus. Dies sagt einiges über den Tod aus. Es sagt, dass das Leben und alles darüber nichts anderes ist als viele verschiedene Seinszustände. Diese stellen sich in anderen Dimensionen als eure wundervollen Gemälde dar. Ihr nennt sie Fraktale. Was für eine unglaubliche Antwort. Und dann reden wir nächstes Mal über das Thema Karma. Ich habe mich gefragt, was hat das mit Karma auf sich? Wie funktioniert Karma? Gibt es Karma überhaupt?
Und die Antwort, die da kam, die hat mich verblüfft, weil das wusste ich selbst noch nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Teilen und fürs Abonnieren. Und wenn du eine Frage hast, stell sie unten in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video wieder.